da ist da natürlich was dran. Heute kann man die Frage, unsere damaligen Ziele, wenn man es vereinfacht darstellt, war immer höheren Lebensstandard, immer mehr Verbräuche, immer bessere Autos, eigentlich eine kapitalistische Orientierung. Oder Ulbrichts Zielstellung, wie überholen den Westen im Pro-Kopf-Verbrauch. Also, und insofern ist vielleicht an der Fragestellung schon die Überlegung gerechtfertigt, man muss heute die Frage stellen, ob unsere damaligen Ziele immer mehr verbrauchen, immer mehr konsumieren, immer mehr reisen und immer besser leben, ob das alles gewesen sein konnte. Das haben wir zu stark in den Mittelpunkt gestellt, haben es den Leuten erklärt, du wirst immer besser leben und wir wollen das Westniveau überschreiten, konnten es aber sowieso nicht realisieren, haben deshalb an Glaubwürdigkeit verloren und zum Beispiel diese Leninsche These, die neue Gesellschaft siegt, wenn sie eine höhere Arbeitsproduktivität hat. Das war ja bei uns Postulat und wir hatten ja wirklich das Ziel, den Westen in der Arbeitsproduktivität zu überholen. Heute sagt Blessing und andere, ich würde mich dem auch anschließen, Arbeitsproduktivität in der Form, wie sie jetzt herrscht, ist wirklich eine Eigenschaft des Kapitalismus. Nur der Kapitalismus kann eine solche Arbeitsproduktivität hervorbringen, wie sie heute ist. Das ist also ein ständiges Wachstum zulasten der Ökologie und mit schlimmsten Folgen, mit Ausbeutung fremder Arbeitskräfte, mit Kinderarbeit, mit Bodenschätzen. Aber das ist die Arbeitsproduktivität, die der Kapitalismus hervorbringt und die eigentlich für den Sozialismus nicht hätte ein Maßstab sein dürfen oder ein Maßstab sein sollen, oder auch ein Maßstab, aber neben anderen wichtigen Dingen, Bildung, Frieden und solchen menschlichen Werten, die vielleicht noch definiert werden müssen. Wir hatten in der Definition unserer politischen Gesamtzielstellung hatten wir Schwächen. Und das ist vielleicht die Fragestellung, dass die materielle Interessiertheit mitunter auch vielleicht ein bisschen zu stark betont worden ist, obwohl wir noch keinen Grad hatten, wo man meines Erachtens sagen kann, wir haben materiell überzogen, eher im Gegenteil. Aber die Orientierung, den Westen überholen, Arbeitsproduktivität, Konsumptionsniveau, das war eine problematische Orientierung, die eigentlich einer Gesellschaft, das immer mehr verbrauchen, immer mehr fressen, saufen, konsumieren, kann keine Orientierung in der Gesellschaft sein, auf Dauer gerechnet und an den heutigen Anforderungen entsprechend. Wenn du die politischen Verhältnisse siehst, jeder Bürger der DDR, wenn er abends von der Arbeit kam, hat den Fernseher eingeschaltet, hat natürlich den Westsender, konnte man überall sehen und da hat er die schönen Sachen gesehen aus der Werbung, was es da doch schöne Sachen gibt. Er hat gesehen, wie man so schön nach Italien reist. Und insofern stand natürlich die Führung der DDR auch unter einem erheblichen Druck, dieses Niveaugefälle zum Westen irgendwie abzubauen. Und das hat man eben versucht durch hehre Konsumption. Oder wenn wir gesagt hätten, wir haben andere Ziele als im Westen, hätten ja viele Leute gesagt, die wollen wir nicht, eure Ziele. Wir wollen ein schönes Auto und wir wollen schon einen schönen Fernseher und was es da alles gibt im Westen. Wenn nicht die BRD neben uns gewesen wäre, wenn da Brasilien wäre oder in afrikanisches Land, hätte es das in dem Umfang nicht gegeben. Aber die Parteiführung stand natürlich unter dem Druck im Westen, da ist das so schön alles und bei uns ist alles nur Mist. Und natürlich hat man da versucht, gegenzusteuern. Politisch verstehe ich das schon irgendwie. Aber wie gesagt, es ist am Ende, hat es auch da Fehlentwicklungen gegeben. Aber politisch stand der Druck. Jeder konnte sich im Fernsehen, oder dann kam die Tante Emma oder der Opa war im Westen. Und ich habe Leute, die wirklich zur DDR standen, da kam einer zurück und sagt, Mensch, da drüben ist sogar das Gras grüner als bei uns. Hat er gesagt. Aber der war wirklich ein überzeugter Kommunist. Also da drüben ist das Gras grüner. Und das hat natürlich gewirkt. Es gab den Briefverkehr, man hatte Verwandte, man hatte Besuche, man hatte das Fernsehen. Und da sind sie nach Italien mit einem schönen Auto gereist und dem Fernseher und das haben sie in alles. Und bei uns war das so nicht. Aber der normale Mensch, der wollte eben auch mal ein schönes Auto fahren, nicht so eine Pappkiste. Oder der wollte auch mal einen schönen, so einen modernen, ganz modernen Anzug oder mit dem schönen Zug oder mit Fliegen nach sonst wohin.
es war, dass wir den Westen neben uns hatten, hat natürlich Probleme gemacht. Und wie gesagt, das wiederhole ich ja auch immer wieder, als ich in Russland war als Berater, da haben mir ganz viele Russen gesagt, Leute, die DDR kannten, also Russen, die in der DDR als Militärs oder auch als Wirtschaftsleute waren, wenn wir einen solchen Sozialismus gehabt hätten in Russland oder in der Sowjetunion wie in der DDR, da wären wir voll zufrieden gewesen. Weil, ich sage mal, das Verhältnis war wirklich ungefähr so. Russland und Sowjetunion zur DDR wie DDR zum Westen. Sie haben einen miserablen Sozialismus dort gemacht, einen ganz miserablen. Die Leute haben dort wirklich, ich sage mal, unter relativ simplen, primitiven Verhältnissen gelebt. Ich habe Betriebe gesehen, das war eine Katastrophe von Technologie und Technik, was sie dort hatten. Und da war die DDR ein leuchtendes Beispiel für sie gewesen. Und für den normalen DDR-Bürger war der Westen schon was, war erstrebenswert. Und irgendwie musste die politische Führung da ja auch darauf reagieren. Da hat man also versucht, ja, wir müssen da die Lücken versuchen, den Niveauunterschied. Und dann ist es eben zu solchen Entscheidungen gekommen.